Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Heute startet das Showdown-Event und neben den zwei kostenlos erspielbaren Objective-Karten haben wir auch zwei neue Showdown-SBCs. Zum einen mit Weston McKennie, den schauen wir uns in diesem Video im Detail an und gehen gemeinsam in die SBC-Lösung und seinen Gegner. Ja, der ist Marcelo Brozovic und ja, es geht um die Wurst. Nein, tatsächlich nicht. Es geht um eine Aufwertung von +2, denn der Sieger, der erhält diese Aufwertung. Der Verlierer geht leider leer aus und sollten die beiden Vereine sich mit einem Unentschieden trennen, und ich denke, es ist ein Liga-Duell, der Real-Duell, das steht auch da, dann ja, gibt es eine Punkteteilung zwischen den beiden. Und ich würde sagen, schauen wir uns Weston McKennie mal im Detail an und gehen jetzt mal in die SBC-Lösung. Aktuell kostet euch der Spieler ca. 150 bis 155.000 Coins. Das natürlich immer abhängig, auf welcher Plattform ihr denn gerade spielt, oder nach aktuellen Marktgegebenheiten können auch Preisschwankungen vorkommen. 89 ist er zum aktuellen Zeitpunkt bewertet und das ist auf jeden Fall ein ordentliches Upgrade, denn diese Karte hat eine normale Goldspielerkarte, also die beste Karte von ihm ist 77 bewertet. Vielleicht werden sich noch einige Schalker an ihn erinnern und haben ja vielleicht Lust, den guten McKennie abzuschließen. 3 Sterne Spezialbewegung, 3 Sterne schwacher Fuß, ja, aber auf der Position, es sieht schon stark nach einem Achter bzw. 6er aus, ist das natürlich vertretbar. Ich bin mal gespannt auf die restlichen Werte. Von den Face-Stats sieht er schon mal richtig stark aus. Ich denke, also Hullet-Niveau hat er auf jeden Fall, aber wird er auch alles 90 schaffen? Ich glaube, auch mit einer Aufwertung von +2 wird das eher nichts, aber trotzdem, das sieht schon echt gut aus und ja, man muss sagen, diese Karte sieht overall auch richtig stark aus. Wer es nochmal ein bisschen paciger mag und vielleicht auf der 6er-Position spielen möchte, gibt ihm natürlich ein Shadow oder ein Engine, nicht ein Shadow und ein Anchor. Pardon, damit ist natürlich alles abgedeckt. Dann mit einem Anchor, da pusht man nochmal ein bisschen die Physis. Dann sieht er richtig gut aus und nach vorne hin, ja, aufgrund der 3-Sterne-Skills und schwacher Fuß würde ich ihn auf der Position eher weniger spielen, aber kann man natürlich auch machen. Vielleicht, ja, je nachdem, Hunter, Hawk, irgendwie vielleicht ein Engine, würde ihm vielleicht auch ganz gut stehen. Ja, Engine könnte man auch ausprobieren. Hat er noch ein paar Trades? Wie hat er einen Weitwurf? Gut, das braucht man jetzt nicht unbedingt. Ist natürlich nice to have. Und dann würde ich sagen, starten wir rein in die erste SBC. Mal gucken, ob wir auch ein paar Packs haben. Ja, es gibt ein kleineres, beziehungsweise es gibt ein 20k Pack im letzten Team. Prime Electrum Spielerpack, das andere ist nicht der Rede wert. Und dann starten wir direkt rein mit der ersten SBC Taktikkopie. Wir brauchen hier einen Spieler seines aktuellen Vereines, also Juventus Turin alias Piemonte Calcio. Team of the Week brauchen wir auch einen Spielerteam. Gesamtbewertung von 83 wird erfordert, eine Teamchemie von 70 und natürlich 11 Spieler. Und wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt ersnipen. Ihr habt dafür nur knapp 2 Tage Zeit, diese SBC abzuschließen, und dann ist ja auch schon die Partie. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Let's go. Und damit haben wir die erste SBC abgeschlossen. Preis dafür liegt bei ca. 31.000 Coins. Je nachdem, wie günstig ihr den Team of the Week Spieler bekommen werdet. Und ich denke, die werden in den nächsten Tagen, und dann ist es vielleicht schon zu spät, aber in den nächsten Tagen werden die noch ein bisschen preiswerter. Zweite SBC. Hier brauchen wir einen Serie A-Spieler. Teamgesamtbewertung 86, Teamchemie 60 und auch hier natürlich 11 Spieler. Und auch hier gehen wir einmal fix durch. Let's go.
Und das soll es gewesen sein. Für die letzte SBC benötigen wir auch nochmal ca. 120.000 Coins. Okay, ich hoffe, dass ich euch mit der SBC-Lösung weiterhelfen konnte. Jetzt drücke ich euch die Daumen, für welchen Spieler auch ihr euch immer entschieden habt, dass der die Partie macht, beziehungsweise ein Unentschieden würden den beiden auch sehr, sehr gut stehen. Vielleicht kann auch beide spielen, also beide ins Team für den Preis von, die beiden kosten ungefähr 150.000 Coins. Wenn man ein gutes Serie A-Team möchte, dann ist das vielleicht eine Option. Wie viele Sterne hat er? 4 Sterne schwacher Fuß. Ich glaube, die ergänzen sich schon beide sehr gut. McKennie, na gut, je nachdem. Also 8er und 6er hat man auf jeden Fall da schon. Je nachdem, wie das euer Team aufgestellt ist, kann das auf jeden Fall eine Bereicherung sein. Und das soll es, wie gesagt, erstmal gewesen sein. In diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.